Ein guter Freund von mir ist pansexuell. Er wollte mit der künstlichen Intelligenz Wombo, die Bilder generiert, von sich und seinem Partner, beide männlich, ein Bild verändern. Das Bild wurde blockiert wegen Not Safe for Work. Mit einem heterosexuellen Paar funktioniert das Ganze übrigens wunderbar. Wenn ich bei einer anderen bildgenerierenden KI, Midjourney, dieses Paar hier direkt von Wikipedia lade und schreibe, zeig sie mir als glückliches Paar in 10 Jahren, kommen diese 4 Bilder bei raus, die einen der beiden Partner mit eindeutig weiblichen Zügen darstellen. Remember, diese KI hat dieselbe Grundlage wie ChatGPT. Anderes Thema. Forscher am MIT konnten mit Hilfe einer KI und medizinischen Scans wie Röntgenbildern oder CTs, die eigentlich keine Informationen über die Ethnizität einer Person enthalten, genau die feststellen. Das heißt, welche Hautfarbe die Person hatte, konnte anhand der unterschiedlichen Mineralstoffgehalte in den Knochen mit einer Genauigkeit von über 90% festgestellt werden. Drittes Beispiel, ChatGPT antwortet auf die Frage, wie viele Geschlechter es gibt, mit einer deutlich objektiveren Antwort. Dass das nämlich umstritten und komplex ist und debattiert wird. Aber euch ist sicher aufgefallen, dass ChatGPT in den letzten Wochen gerade bei solchen Fragen immer ein wenig zurückhaltender wurde. Viele Fragen werden blockiert, viele Ideen nicht ausgeführt. Eine gewisse Zensur findet hier statt. Beispielsweise, wenn man sich eine Western-Geschichte mit Gewalt erzählen lassen möchte, dann wird das direkt blockiert. Es wird Zeit, heute über aktive Zensur, aber auch passive Zensur von KI-basierten Systemen zu sprechen und den Kampf, den OpenAI derzeit mit einigen Trollen führt. Künstliche Intelligenz funktioniert grob so. Wir haben Daten, auf denen wir Training durchführen, beispielsweise ein Buch von Shakespeare. Die ersten Wörter sind die Eingabe, die Ausgabe ist das nächste Wort. Künstliche Intelligenz denkt also nicht selbstständig. Sie denkt unseren Gedanken eigentlich zu Ende, wenn man so möchte. Wenn ihr mehr wissen wollt, ich habe hier ein ausführlicheres Video erstellt. Was wir aber wissen sollten: Die KI lernt genau das, was wir ihr geben. Sind unsere Trainingsdaten Shakespeares Bücher, wird wohl ein gewisser Hang zur Dramaturgie erlernt werden. Sind unsere Trainingsdaten eben wissenschaftliche Paper, werden wir einen gewissen Hang zu Formalismus bekommen. Bei TikTok-Skripts wird die KI wahrscheinlich motiviert sein zu tanzen. Habt ihr nicht gedacht, oder? Wo liegt also das Problem? Nehmen wir uns das Bild des homosexuellen Paares nochmal. Warum wird also das Bild, das generiert wird, zu einem heterosexuellen Paar? Ist die KI etwa homophob? Naja, vermutlich eher nicht. Die KI hat aber vermutlich deutlich mehr Bilder von heterosexuellen Paaren gesehen, denn noch bis ins Jahr 1994 war auch in Deutschland Homosexualität strafbar. Und noch immer ist auch weltweit und auch in Europa die Lage alles andere als einfach. Es spiegelt sich so wider. Es gibt weniger homosexuelle Paare als heterosexuelle Paare und deswegen spiegelt sich etwas im Datensatz wider. Es gibt auch weniger Bilder von homosexuellen Paaren als von heterosexuellen. Die KI bekommt also einen unverhältnismäßigen Erfahrungsschatz. Ähnlich wie wir in unserer Erziehung beispielsweise. Wenn meine Eltern, mein Kindergarten, meine Schule und mein Umfeld offen damit umgehen, ist es für mich völlig normal, ein homosexuelles Paar zu sehen. Die KI ist hier also ein interessanter Spiegel unserer Gesellschaft und spiegelt wider, was viele nicht wahrhaben wollen. Homophobie ist noch immer in unserem eigenen Lerndatensatz für die Gesellschaft völlig normal. Und dieser Lerndatensatz ist beim Menschen und bei der KI eben auch vertreten. Man spricht hier von einem Bias. Wir sehen Bias in KI in vielerlei Anwendungen, deswegen hier eine kleine Top-List. Gesichtserkennung funktioniert massiv schlechter bei Women of Color oder bei Non-Binary Personen. Es gibt einfach insgesamt weniger Trainingsbilder von diesen Personengruppen. Nutzt man KI, um Verbrechen vorherzusagen, werden unverhältnismäßig häufig People of Color als Verbrecher identifiziert. Die Stimmen von Frauen funktionieren statistisch gesehen deutlich schlechter bei Spracherkennung als die von Männern. Das ist ein Grund dafür, warum weniger Frauen diese Dienste nutzen und dadurch haben wir insgesamt weniger Trainingsdaten von weiblichen Stimmen. Ein Teufelskreis. KI würde seltener einer Frau als einem Mann einen Job geben, auch wenn beide gleich qualifiziert sind. Klar, Frauen sind historisch gesehen noch nicht lange gleichberechtigt bei der Jobwahl.
Eine KI würde People of Color oder Menschen mit niedrigem Einkommen seltener einen Kredit ausstellen, auch wenn sie gleich vertrauenswürdig sind. Laut MIT liegt das aber nicht nur am Bias, sondern auch daran, dass einfach zu wenige Daten vorliegen, weil es auch hier noch nicht lang genug Möglichkeiten gibt. Medikamente werden häufiger für Männer erstellt und an Männern getestet. Frauen bräuchten oft komplett andere Dosen. Auch bei Unfällen ist das übrigens ähnlich. In einem Unfall mit der gleichen Situation liegt die Chance, dass eine Frau überlebt, 17% unter der von einem Mann. Ich glaube, das ist schon recht eindrücklich, dass das wirklich ein Problem sein kann. Wir sehen aber auch, dass es vor allem eben die historisch bedingte Diskriminierung zeigt, die noch heutzutage einen gewissen Effekt hat. Eine KI wäre beispielsweise ein purer Rassist, wenn man die richtigen Daten nimmt, aber er kennt keine Unterschiede, wenn die Daten unbiased sind. Aber wollen wir das wirklich? Schauen wir uns dazu das nächste Beispiel an. People of Color haben offenbar eine andere Knochenstruktur. Und anhand dieser anderen Knochenstruktur kann mit so einem Bild erkannt werden, welche Hautfarbe die Person hat. Für einen Menschen ist das übrigens komplett unmöglich. Züchten wir uns damit eine neue rassistische KI? Naja, nein. KI-Systeme können laut diesem Beispiel einfach mehr als Menschen. Sie sehen besser, haben mehr Daten im Hinterkopf, als ein menschlicher Arzt in seinem ganzen Leben je gesehen haben kann und können dadurch Rückschlüsse ziehen, die wir niemals kriegen. People of Color haben nämlich dadurch auch einfach andere Krankheitsbilder, genauso wie Frauen und Männer andere Krankheitsbilder haben. So wie zum Beispiel in den Studien dann auch bewiesen. Migräne beispielsweise ist deutlich häufiger bei Frauen. Kann so ein System, das einen gewissen Bias hat, dadurch nicht also gut sein? Oder ist das überhaupt noch ein Bias? Eigentlich ist das ja dann eine ausgewogene Datenlage. Denn biologisch gesprochen gibt es wohl Unterschiede, die Leben retten können. So sind manche Krebsarten einfach häufiger, andere weniger häufig. Aber leider gibt es hier eine massive Datenlücke, die gar nicht mal so leicht zu stopfen ist. Und hier kommt kurz ein kleiner Meinungseinschub meinerseits. Ich finde speziell auf die Daten folgende ethische Richtlinie extrem wichtig. Eine KI sollte Gleichberechtigung fördern, nicht aber unbedingt auf Gleichheit pochen. Denn gewisse biologische Unterschiede können, wenn sie ignoriert werden, Leben kosten. Das Tolle oder das Problem ist jetzt aber die Synthese von Daten. Das heißt, es werden mit Hilfe einer KI neue Daten generiert, die eigentlich gar nicht echt sind. Ein Beispiel: Ich erstelle ein Bild mit einer KI, das ich schön finde und poste das dann zum Beispiel auf Instagram. Nun kann eine andere Software wieder hergehen, das Bild von meinem Instagram-Feed klauen und für ihr Training benutzen. Urheberrechte, anderes Thema, hatten wir schon mal diskutiert. Die Idee ist jetzt, dass wir mit diesen KI-Daten unseren Bias stopfen können und dadurch eine ausgewogenere Datenlage erhalten. Aber hier muss man wahnsinnig vorsichtig sein, Einschnitte oder Ungleichheiten in Daten eben nicht auch noch zu verstärken. Und damit kommen wir zur aktiven Zensur von ChatGPT. Das ist jetzt ein Fall einer KI, das Video bezieht sich nicht nur auf ChatGPT, wie ihr vielleicht gemerkt habt. ChatGPT basiert im Hintergrund auf der KI GPT-3, ist aber eine vollwertige Software um die KI drumherum und hat ein separates, trainiertes Modell. Das heißt, es wird nicht bei jeder KI dasselbe GPT-3-Modell verwendet. Es wird moderiert, welche Trainingsdaten nämlich ChatGPT nutzen darf und welche Eingaben verwertet werden. Wenn ihr also hingeht und ChatGPT bittet, eine menschenfeindliche Aussage zu treffen, gibt es bei ChatGPT ein gewisses Filtersystem, welches blockiert, dass diese Aussage, die ChatGPT ja durchaus erstellen kann, euch auch ausgeben wird. Wir erinnern uns, ChatGPT oder KI generell hat die Möglichkeit, eigentlich eure Sätze zu beenden. Es denkt erstmal nicht darüber nach, ob da jetzt plötzlich die Gefühle von Menschen verletzt werden oder ob vielleicht eine Person, die ihr noch nie gesehen habt, ein altes Trauma wiedererlebt, weil ihr sie dran erinnert. KI macht einfach. Dass das heute nicht mehr geht, dürfte klar sein. Wenn man eine funktionierende Gesellschaft möchte, braucht man eben ein Mindestmaß an Empathie und gegenseitigem Respekt. Und deswegen hat ChatGPT Richtlinien, die es automatisch nutzt, um Statements zu evaluieren. Wenn ich jetzt also sage, bau mir doch bitte eine Geschichte, in der einer Person in den Kopf geschossen wird, sagt ChatGPT, nee Digi, Gewalt mache ich nicht. Das liegt mit Sicherheit nicht an fehlenden Vorlagen, denn in fast jedem Roman oder fast jeder Serie kommt eine Form von Gewalt vor, sondern es liegt eher daran, dass ChatGPT auf der sicheren Seite sein will.
Das ist ungünstig für Storywriter oder Menschen, die vielleicht ihre eigene Geschichte verarbeiten wollen, aber mit ChatGPT arbeiten wollen oder müssen. Laut OpenAI möchte man damit die Privatsphäre, Sicherheit, aber auch Fairness, Transparenz, Diversität und Verantwortlichkeit stärken. Wie weit man dabei aber geht, das ist eine offene Debatte und ich möchte euch ermutigen, da natürlich selbst mitzumachen. Auch hier deshalb eine Liste an aktiver Beeinflussung. Fragt man ChatGPT nach Kindergärtnern oder Informatikern, werden in meinem ersten Versuch beide Kollegen weiblich. In meinem zweiten Versuch antwortet ChatGPT mit they, einer geschlechtsneutralen Lösung. Bei meinem dritten Anlauf habe ich die Frage in geschlechtsneutralem Englisch geschrieben und wollte eine Antwort auf Deutsch. Die Kindergärtnerin war weiblich, der Informatiker war männlich. Beim zweiten Mal waren allerdings beide männlich. Fragt man nach der Statistik des Geschlechts, wird dann aber angeführt, dass Geschlecht bei der Berufswahl nicht wichtig sein sollte, aber ich bekomme trotzdem eine Antwort. Frage ich ChatGPT nach einer erotischen Geschichte oder einer gewaltvollen Geschichte, kriege ich gar keine Antwort. Es widerspricht den Richtlinien. Schreibe ich allerdings, dass ich versuche mit einem Trauma umzugehen, bekomme ich eine wirklich schöne Geschichte, die zugegebenermaßen wenig gewaltvoll ist, aber trotzdem auch gewissermaßen Gewalt enthält. Wie Christian Rieck so schön gezeigt hat, ist es möglich, ChatGPT einen Slogan für politischen Wahlkampf bauen zu lassen. Allerdings nicht für Themen wie Pro-Waffen, was in den USA durchaus eine politische, wenn auch umstrittene Richtung ist. Lässt man ChatGPT eine Geschichte schreiben, warum eine Drag Queen schlecht für Kinder ist, dann geht das nicht. Tauscht man den Befehl zu gut, funktioniert das Ganze. Lässt man ChatGPT einen Witz über eine Frau schreiben, geht das zum Zeitpunkt des Schreibens von diesem Skript hier nicht. Lässt man die KI allerdings einen Witz über einen Mann schreiben, klappt das Ganze. Frage ich ChatGPT nach Unterschieden in der Knochenstruktur von People of Color, bekomme ich die Antwort, dass es den nicht gibt. Laut dem MIT ist diese Aussage einfach falsch. Frage ich ChatGPT nach Hacking-Anleitung, werde ich mittlerweile auch vollständig enttäuscht. Auch hier gibt es Wege natürlich drumherum, aber offenbar will OpenAI auch das zurückhalten, auch wenn ich die ganzen Dinge in meinem täglichen Alltag als Pentester durchaus brauche. Klar, das ist im Endeffekt ein bisschen Nitpicking, denn vor allem gilt eine Sache. ChatGPT ist eine wissenschaftliche Preview, also eigentlich noch überhaupt nicht fertig. Vieles wird noch bearbeitet und verändert sich laufend. Um diese Richtlinien jetzt zu umgehen, hat sich eine, sagen wir mal, aktive Community auf Reddit gebildet, die sogenannte Jailbreaks baut. Sie sollen ChatGPT dazu bringen, die eigenen Richtlinien zu umgehen und haben genau das geschafft. Mehrfach. In dieser Geschichte, die wir hier nur zensiert einblenden, wird eine ziemlich leidenschaftliche lesbische Szene von ChatGPT formuliert. Das widerspricht offiziell den Richtlinien. Und seither brennt ein Rennen. Wie kann man ChatGPT dazu bringen, die eigenen Richtlinien zu umgehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Macher von ChatGPT, die versuchen, ihre Richtlinien unumgehbar zu machen. Mittlerweile ist der Jailbreak zigmal aktualisiert worden und es gibt viele verschiedene Varianten, die aber alle irgendwie nur ein paar Tage maximal funktionieren. Insgesamt wurden dadurch die Aussagen von ChatGPT deutlich verwaschener und meines Erachtens auch schlechter. Denn häufig weiß ChatGPT gar nicht genau, wie es antworten soll und genau das wird von der selbsternannten Troll-Community auch gewünscht. So soll ChatGPT nutzlos gemacht werden, so gut wie möglich. Aber ist das wirklich der Kerngedanke? Ist ChatGPT woke, wie manche in den Kommentaren auch schreiben, und dadurch ein schädliches Tool? Auf diese Frage gibt es keine leichte, nur eine ziemlich komplizierte Antwort. Ihr könnt es euch ungefähr so vorstellen. Im Hintergrund von ChatGPT oder KI im Generellen arbeitet ein komplexes System, das unsere Gesellschaft abbildet. Wir füttern dieser KI dann alle möglichen Daten, Bilder, Texte, Aufsätze und auch Forschungsarbeiten. Wenn ich nun ungefiltert diese Daten verwende, um neue Inhalte zu generieren, halten die unserer Gesellschaft einen Spiegel vor, der auch mal durchaus unangenehm sein kann. Offenbar ist Homosexualität noch immer nicht normal und nicht ästhetisch für den Durchschnitt der Bilder bzw. der Bevölkerung, denn sonst würde man nicht solche Bilder generieren. ChatGPT hat nun Unmengen in Datensortierung investiert, um genauso einen Bias in den Daten zu eliminieren. Sprich, die Daten so zu gestalten, dass möglichst niemand benachteiligt wird. Immerhin reden wir hier von Menschenrechten. Sie schreiben also Policies
um diese ganze KI drumherum, die diesen Bias möglichst verhindern sollen. Auch wenn das eigentliche neuronale Netz vielleicht sogar so einen Bias hat. Wir haben aber wohl auch ein Problem, damit alles zugleich machen zu wollen, denn zumindest biologisch gesehen bestehen einfach Unterschiede, die sogar über Leben und Tod entscheiden können. Und hier stellt sich jetzt natürlich die Frage, wer erstellt eigentlich solche Richtlinien und wer darf sie überprüfen? Welche Datengrundlage oder welche Daten insgesamt dürfen gelten und welche darf ich verwenden? Und das ist jetzt knifflig, denn je nach Kultur, je nach Gesellschaft gelten unterschiedliche Wahrheiten. Ich habe mal einen Diplomaten sagen gehört, man spricht eigentlich in der Diplomatie nicht mehr von Wahrheiten, also gar nicht mehr, sondern nur noch von Standpunkten. Während ich aus meinem Standpunkt ganz gut beurteilen kann, ob Code wie Müll aussieht oder ein System einfach vom Design her problematisch und unsicher ist, kann ich nicht im Ansatz nachvollziehen, wie sich in der Einleitung besagter Freund gefühlt haben muss, als das Bild von ihm und seinem Partner zensiert wurde. Als wäre seine Beziehung nicht gleichwertig oder als wäre er nicht in Ordnung, so wie er ist. Aber wer darf bestimmen, ob er in Ordnung ist, so wie er ist? In vielen Ländern dieser Welt ist Homosexualität eine Straftat. Bei uns allerdings nicht. Und damit haben wir fast schon die Antwort. Die Gerichte und Regierungen dieses Landes bestimmen die Themen. Haben sie mit ihren Entscheidungen aber immer recht? Naja, ziemlich sicher nicht. Ich habe schon sehr häufig über Gesetze gemeckert, wie das IT-Sicherheitsgesetz. Ihr kennt den Spaß. Ich meckere aus meinem Standpunkt eben der IT oder der IT-Sicherheit, denn manche Gesetze führen zu mehr Angreifbarkeit. Ich lasse aber andere Menschen meckern, die mehr Ahnung in ihrem Bereich haben. Aber da sehen wir eine wichtige Tatsache. Genauso wie sich unsere Gesellschaft und das Bild von dem, was okay ist und was nicht ändert, muss sich auch KI als Spiegel unserer Gesellschaft anpassen können. Wir können nicht einfach uralte Daten nehmen und die füttern. Was wir jetzt also mitnehmen können, sind zwei Dinge. KI hält uns definitiv noch einen Spiegel vor, wenn unsere Daten zeigen, dass wir noch nicht genug auf unsere Menschenrechte Wert legen. Manche haben aber vielleicht die nötige Sichtweise, diesen Spiegel als solchen zu erkennen, während andere ihn einfach nur blind annehmen und nicht hinterfragen. Was ich hier definitiv kommen sehe oder zumindest mir erhoffe, ist eine unveränderte Version von so einer KI, von ChatGPT, von GPT-3 oder einfach dieser Datengrundlage für Forschung und Wissenschaft. Eine Version, in der alle Gedanken roh und ungefiltert ausgeschüttet werden, um genau solche Missstände vielleicht zu zeigen. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist eine zweite Variante, in der ein Not Safe for Work Modus inkludiert wird. Ein Modus für Romane, für Artikel oder Skripte, die durchaus mit Gewalt oder Erotik arbeiten dürfen. Immerhin ist ein großer Teil unserer aktuellen Unterhaltung auch in genau diesem Bereich angesiedelt und ich sehe wirklich keinen Grund, das komplett abzuschneiden. Die Debatte ist und bleibt aber eine, die wir im Kern schon sehr häufig geführt haben. Was darf ich auf einer Plattform, wie zum Beispiel YouTube, schreiben bzw. an Videos veröffentlichen? Ihr erinnert euch vielleicht noch an mein Video, wo ich über 100 Tutorials löschen musste, weil YouTube sich dachte, dass jetzt plötzlich Anleitungen zum Hacken nicht mehr gut sind. Genau dieses Wissen aus diesen Tutorials, mit diesen Tutorials übrigens, unterrichte ich nach wie vor an Universitäten und für Firmen. Allerdings bleibt noch eine Sache offen, wortwörtlich. Nicht wenige Unternehmen arbeiten derzeit an einer Alternative zu ChatGPT. ChatGPT ist nur die populärste Variante und die am weitesten entwickelte. Doch die Daten sind offen. Viele davon einfach im Internet und das heißt, vermutlich werden wir bald eine Open-Source-Variante von ChatGPT haben. Also eine Version, die jeder zu Hause auf seinem Gerät und völlig ohne Internet ausführen kann, an der jeder aber auch rumschrauben und Sachen verändern kann und die jeder mit seinem persönlichen Datensatz füttern kann. Stable Diffusion gibt es ja durchaus schon, welches man zum Beispiel statt Midjourney nutzen kann, um Bilder zu generieren, als eines von vielen Beispielen. Und mit Stable Diffusion kann ich alles generieren. Während Midjourney absichtlich wenig Gewalt oder Erotik darstellen will, arbeitet Stable Diffusion, ich sag mal, anders. Mehr als einmal, als ich ein eigentlich harmloses Bild generieren wollte, kam von irgendwoher plötzlich Nippel angeflogen. Dasselbe wird uns vermutlich dieses Jahr noch bei ChatGPT passieren und dann haben wir eine unzensierte Variante eines solchen Netzes, das Texte generiert, das Wahlspots generieren kann. Leider ist das in diesem Fall nur bedingt positiv.
Anleitungen zu Straftaten lassen sich damit fast nicht verhindern und sind völlig disclaimerfrei, wenn man es richtig macht. Falschinformationen und rassistische oder sexistische KI, da ist dann eben alles dabei. Klar, Wissenschaftler können vermutlich dann damit umgehen, aber dieses neuronale Netz können dann alle nutzen und sich in ihrem Glauben bestätigen. Ganz ähnlich wie es übrigens aktuell Social-Media-Algorithmen jetzt schon tun. Diesen Bias aus jedem Open-Source-Programm zu entfernen, das wird quasi unmöglich, also bereitet euch da auf jeden Fall schon mal auf was vor. Aber das wird ohnehin wieder wegignoriert und wahrscheinlich ist es dann irgendwann zu spät. Wie all die anderen schönen Themen, die ich auf diesem Kanal hier behandle. Was meint ihr? Wie sollte man mit Einschränkungen und mit einem Bias in KI umgehen? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.